Hallo zusammen, willkommen bei Finance Fellows, eurem Kanal für Finanzbildung. Mein Name ist Marcel und in diesem Video werfen wir einen Blick auf die Inflation und Deflation. Um das Thema besser zu verstehen, beschreiben wir vorab, was Preisstabilität ist und warum sie wichtig ist. Danach widmen wir uns der Inflation und Deflation und erklären, wie sie unser tägliches Leben beeinflussen. Abschließend gucken wir uns an, welche geldpolitische Zielsetzung es zu dem Thema gibt. Dieses Video wird euch zeigen, was das Geld, die Zeit und eine Kugel Eis miteinander zu tun haben. Und jetzt viel Spaß beim Video! Um Inflation und Deflation zu verstehen, ist es vorab notwendig zu klären, was Preisstabilität ist und warum wir sie brauchen. In unserem Fiat-Geldsystem, in dem sich der Wert des Geldes nicht mehr aus dem inneren Wert ergibt, spiegelt sich der Wert im Wesentlichen nur noch im Vertrauen wider. Im Vertrauen darauf, dass mit dem heute verfügbaren Geld auch morgen und übermorgen noch ungefähr das gleiche gekauft werden kann. Preisstabilität ist demnach die Basis für das Vertrauen in unser Geldsystem. Sie wird dabei nicht anhand eines einzelnen Preises gemessen, sondern theoretisch auf Basis aller verfügbaren Waren und Dienstleistungen. Da praktisch jedoch nicht alle Preise umfänglich erfasst und bewertet werden können, liegt dieser Messung in Deutschland ein repräsentativer Warenkorb zugrunde. Die Preisentwicklung dieses Warenkorbs bezieht sich auf rund 650 Güterarten aus 12 unterschiedlichen Güterkategorien, die dann stellvertretend für das allgemeine Preisniveau stehen. Die Veränderung des Preisniveaus wird dann mit Hilfe eines Index dargestellt, dem sogenannten Verbraucherpreisindex. Dieser wird meistens in Prozent angegeben und zeigt auf, wie sich das allgemeine Preisniveau im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat. Dabei ist wichtig zu wissen, dass nicht alle Preise und Produkte mit gleicher Gewichtung in diesen Index einfließen. Der Grund hierfür ist damit zu erklären, dass zum Beispiel Preiserhöhungen bei den Mietnebenkosten natürlich einer höheren Belastung entsprechen als zum Beispiel eine Preiserhöhung von Butter. Welche Produkte und Preise welche Gewichtung haben, wird in dem sogenannten Wägungsschema definiert. Dafür führen rund 60.000 Haushalte Buch über ihre Ausgaben. Mit dem Ergebnis wird die durchschnittliche Ausgabenverteilung der deutschen Haushalte dann bestimmt. Die Erhebung und Auswertung dieser Daten und des Verbraucherpreisindex wird in Deutschland vom Statistischen Bundesamt durchgeführt. Für den Euroraum gibt es übrigens einen eigenen Verbraucherpreisindex, den sogenannten harmonisierten Verbraucherpreisindex. Diesen müssen alle Euro-Länder nach einem definierten Vorgehen berechnen und dem Statistischen Amt der Europäischen Union zur Verfügung stellen. Auf Basis dieser Daten treffen dann unter anderem auch der EZB-Rat geldpolitische Entscheidungen. Im Optimalfall bleibt das Preisniveau stabil. Dann können die Preise ihre gesamtwirtschaftliche Signal- und Lenkungsfunktion am besten entfalten. Steigt das allgemeine Preisniveau, liegt Inflation vor. Das bedeutet, dass der Wert des Geldes abnimmt, also die Kaufkraft des Geldes sinkt. Für einen gegebenen Geldbetrag können dann weniger Waren und Dienstleistungen gekauft werden als zuvor. Besonders nachteilig wirkt sich eine inflationäre Entwicklung auf Bezieher von Renten und Sozialleistungen aus, da hier in der Regel keine kurzfristigen Anpassungen der Zahlung erfolgt. Liegt das allgemeine Zinsniveau unter der Inflationsrate, wirkt sich das auch nachteilig auf Sparer und Gläubiger aus. Für Schuldner hingegen ergeben sich positive Effekte, da durch die Abnahme des Geldwertes auch der festgeschriebene Schuldwert abnimmt. Sinkt das allgemeine Preisniveau über einen längeren Zeitraum, spricht man von Deflation. Im ersten Augenblick bedeutet das, dass die Kaufkraft des Geldes steigt. Mit dem Effekt, dass für einen gegebenen Geldbetrag mehr Waren und Dienstleistungen gekauft werden können. Das mag im ersten Augenblick vielleicht gut klingen, birgt aber über einen längeren Zeitraum gesehen Risiken, die wir uns im späteren nochmal genauer anschauen. Ebenfalls nachteilig wirkt sich Deflation für Schuldner aus, da durch die Zunahme des Geldwertes auch die Schuldlast steigt. Welchen Effekt eine Inflation über einen längeren Zeitraum hat, kann sehr schön am Beispiel der Kugel Eis beobachtet werden. Hat eine Kugel Mitte der 90er Jahre noch ungefähr 50 Pfennig gekostet, also umgerechnet knapp 25 Cent, waren es Jahre später schon 50 Cent. Heute bezahlt man vielerorts schon über 1,20 € pro Kugel. Das zeigt, wie sich die Kaufkraft des Geldes für das Eis im Laufe der Jahre verringert hat.
Bleiben wir bei dem Beispiel und schauen uns an, wie sich eine jährliche Inflationsrate von 2,5% auf die zukünftige Preis- und Kaufkraftentwicklung auswirkt. Demnach würde die Kugel Eis zum Beispiel nach 10 Jahren knapp 1,50 € kosten. Das entspricht einer gesamten Kostensteigerung von 28%. Die Kaufkraft des heutigen Geldes sinkt im gleichen Zeitraum von 1,20 € auf knapp 90 Cent. Das entspricht einem gesamten Kaufkraftverlust von knapp 22%. Interessant und wertvoll ist diese Übung auch für die Berechnung der Kaufkraft zum Beispiel heute ermittelter Rentenleistung. Auf unserer Homepage findet ihr einen kostenlosen Inflationsrechner. Schaut doch einfach mal vorbei. Aber nicht alle Produkte sind teurer geworden. So zeichnet sich für Elektronikgeräte beispielsweise seit Jahren ein rückläufiges Preisniveau ab. So sind entsprechend dem Statistischen Bundesamt Fernseher seit 2015 bis September 2020 um knapp 33% im Wert gesunken. Inflation und Deflation können mehrere Ursachen haben, die in kurz- und langfristig unterschieden werden können. Zu den kurzfristigen Ursachen zählt die nachfrageinduzierte Inflation. Sie entsteht, wenn die gesamtwirtschaftliche Nachfrage bei gleichbleibendem Angebot kurzfristig stark zunimmt. Die Unternehmen können die Nachfrage dann nicht ausreichend abdecken. Es kommt folglich zu einem Preisdruck, der sich in Preissteigerungen widerspiegelt. Gründe dafür können zum Beispiel Zinssenkungen sein, die Kredite und somit den Konsum attraktiver machen. Der gleichen Logik folgend kann ein Absinken der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage im Extremfall auch zu einer Deflation führen. Um Produkte überhaupt noch verkaufen zu können, müssen Unternehmen die Preise dann nämlich senken. Dann gibt es noch die kosteninduzierte Inflation. Von ihr wird gesprochen, wenn Unternehmen erhöhte Produktionskosten, wie beispielsweise Energie- oder Lohnkosten, direkt an die Kunden weiterreichen. Langfristig können die Nachfrage- und kosteninduzierte Inflation aber nur bestehen, wenn sie durch eine entsprechende Ausweitung der Geldmenge finanziert werden. Als Geldmenge wird das Bargeld und Buchgeld in Händen von Nichtbanken, also Unternehmen, privaten Haushalten und öffentlichen Stellen beschrieben. Das heißt, langfristig beeinflusst die Geldmenge im Markt das Preisniveau. Schauen wir uns als nächstes an, welche Kettenreaktionen durch inflationäre und deflationäre Entwicklungen ausgelöst werden können. Starten wir mit der Inflation. Steigt das allgemeine Preisniveau bei gleichbleibenden Einnahmen, verringert sich nicht nur die Kaufkraft des Geldes, sondern auch die Kaufkraft der privaten Haushalte. Infolgedessen werden Gewerkschaften und Mitarbeiter Lohnerhöhungen fordern. Kommen dieser Forderung viele Unternehmen nach, werden diese versuchen, die erhöhten Kosten durch eine weitere Erhöhung der Preise zu kompensieren. Das Preisniveau steigt folglich weiter an, ebenso die Löhne. Dadurch entsteht eine sich aufwärts drehende Preisspirale. Spar- und Investitionsentscheidungen zu planen, wird für Unternehmer und auch private Haushalte zunehmend schwerer. Da sich das Geld so schnell entwertet, wird es durch die Marktteilnehmer zunehmend in inflationssichere Anlageklassen wie zum Beispiel Immobilien und Aktien investiert. Dadurch steigt das Risiko von Blasen. Wenn diese dann platzen, geht das meistens mit hohen Verlusten einher, die dann wiederum in eine Wirtschaftskrise führen können. Sinkende Preise hören sich für den Kunden im ersten Augenblick gut an. Auf einzelne Produkte bezogen wäre das auch gar nicht so schlimm. Fallen die Preise hingegen gesamtheitlich und auch langfristig, kann das in Erwartung weiter sinkender Preise zu einer anhaltenden Kaufzurückhaltung führen. Infolgedessen können Unternehmen ihre Produkte dann nicht mehr verkaufen und müssen Kosten sparen. Dies kann durch Kürzung von Gehältern, aber auch Entlassung passieren. Die damit steigende Jobunsicherheit und Arbeitslosigkeit verstärkt die Kaufzurückhaltung weiter. Eine abwärtsdrehende Preisspirale könnte entstehen. Zudem belastet die steigende Arbeitslosigkeit den Staatshaushalt durch hohe Sozialausgaben bei gleichzeitigem Wegbrechen der Steuereinnahmen. Eine tiefe wirtschaftliche Krise könnte entstehen. Diese zwei vereinfachten Beispiele machen deutlich, wie wichtig es ist, Preisstabilität sicherzustellen. Im Euroraum hat das Eurosystem, bestehend aus der Europäischen Zentralbank und den nationalen Zentralbanken, den gesetzlichen Auftrag, die Inflationsrate mittelfristig nah, aber unter 2% zu halten. Dafür stehen ihnen mehrere geldpolitische Instrumente zur Verfügung, auf die wir in einem anderen Video näher eingehen. An dieser Stelle wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, warum Preisstabilität nicht bei 0%, sondern bei knapp 2% definiert ist. Diese im ersten Augenblick vielleicht unlogische Definition wird vom Eurosystem durch 3 Punkte begründet. Punkt 1. Knapp 2% Inflation dienen als Sicherheitsabstand zur Deflation.
Kurzum gesagt, Deflation wird als das größere Übel verstanden. Dem ist so, weil Deflation immer auch mit einem Abschwung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und somit der Konjunktur auftritt. Und zum anderen, weil sie anders als Inflation geldpolitisch nicht so gut bekämpft werden kann. Kann die Zentralbank bei einer steigenden Inflationsrate die Leitzinsen theoretisch unendlich nach oben anpassen, mit dem Ziel, die Nachfrage zu dämpfen, können bei der Bekämpfung von Deflation die Leitzinsen maximal leicht in den negativen Bereich gedrückt werden. Wären sie nämlich deutlich im negativen Bereich, müssten Banken und Bankkunden für ihre Geldeinlagen viel Geld bezahlen. Als Ergebnis würden die Menschen das Geld von den Banken abheben und zu Hause horten. Aus Angst vor noch schlechteren Zeiten würden sie zudem kein Geld ausgeben. Das Ziel der Konjunkturbelebung würde sich somit auflösen. Punkt 2. Die Länderunterschiede innerhalb des Euroraums. Da für den Euroraum der harmonisierte Verbraucherpreisindex für die Messung der Preisstabilität genutzt wird, würden bei einer durchschnittlichen Preisstabilität von 0% einige Mitgliedsländer Deflationsraten haben müssen. Auch diesem Risiko für einzelne Länder soll mit einer leichten Inflation begegnet werden. Punkt 3 beschreibt den Puffer für die Inflationsmessung. Auch hier soll eine leichte Inflation dazu beitragen, dass geringe Messabweichungen nicht zu einer tatsächlichen Deflation führen. Fassen wir die Inhalte des Videos nochmal zusammen. Wir haben uns zu Beginn angeschaut, was Preisstabilität ist, warum wir sie brauchen und wie sie berechnet wird. Dann haben wir aufgezeigt, wie das Statistische Bundesamt mithilfe des Verbraucherpreisindex die Entwicklung des allgemeinen Preisniveaus misst. Danach haben wir Inflation und Deflation beschrieben und exemplarisch dargestellt, wie sich die Preis- und Kaufkraftentwicklung über einen längeren Zeitraum auswirkt. Mit diesem Wissen haben wir uns dann die Ursachen und Auswirkungen angeschaut und exemplarisch gezeigt, wie durch Inflation und Deflation negative Kettenreaktionen ausgelöst werden können. Im letzten Teil des Videos haben wir uns die geldpolitische Zielsetzung des Eurosystems genauer angeschaut. Wir haben in diesem Zusammenhang beschrieben, welche Überlegungen der Zielmarke von knapp 2% zugrunde liegen. Hat euch das Video gefallen? Dann schenkt uns eine positive Bewertung und abonniert unseren Kanal. Das motiviert uns, für euch auch in Zukunft tolle Erklärvideos zu erstellen. Wenn ihr Fragen zum Video oder Wünsche für ein neues Thema habt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.